Mein Name ist Carina Schmidt. Ich bin Professorin für globale Sozialpolitik am Sozium. Ich bin seit 2008 in Bremen und fühle mich hier sehr wohl. Das ist ein Foto, das ist aus dem Jahre 1998. Da sind wir gerade auf dem Weg nach Malta gewesen zur Abifahrt. Ja, zu der Zeit, also 1997, hatte ich noch die Erwartung, dass ich einfach eine Ausbildung zur Schreinerin machen werde. Das war für mich das ganz, ganz klare Ziel. Ich hatte die Erwartung, danach vielleicht meine eigene Schreinerei aufzumachen. Ich hatte die Erwartung, Kriminalromane für Kinder zu schreiben, was ich zu der Zeit schon gemacht habe. Ich hatte die Erwartung, einfach immer neugierig sein zu können, zu dürfen. Und für mich war damals schon einfach unglaublich wichtig, alles wissen zu wollen. Die Ausbildung zur Schreinerin war einfach wichtig, weil man konnte auch da sehr kreativ sein. Man konnte mit einem Werkstoff arbeiten, man konnte seine Ideen umsetzen. Eigentlich was ja auch jetzt noch meinen Beruf auszeichnet. Deswegen ist die Arbeit als Schreinerin zumindest im Idealfall gar nicht so wahnsinnig weit von der Arbeit als Wissenschaftlerin entfernt. Die Schreinerei ist nach wie vor präsent und ist immer noch ein wesentlicher Teil, der mich geprägt hat. Also ich mache jetzt noch relativ viel als Hobby. Ich mache kleinere Möbelarbeiten, ich kann Boden legen, ich kann natürlich alles reparieren, was im Haushalt so anfällt. Aber wie gesagt, so kleinere Möbelarbeiten kann ich schon auch noch machen. Ja, 2007 habe ich mein Studium abgeschlossen, mein Studium der Politikwissenschaft und Geschichte in Mainz. Und ich hatte damals eine Stelle im Statistischen Bundesamt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und wollte eigentlich da schon Wissenschaft betreiben und habe da quasi einen kleinen Schlenker gemacht, weil ich mir zu der Zeit, glaube ich, nicht so recht zugetraut habe, wissenschaftlich arbeiten zu können, weil ich einfach auch aus einem ganz anderen Kontext komme. 2008 bin ich ja nach Bremen gekommen, da wurde ein Projekt quasi ins Leben gerufen, was innerhalb des Sonderforschungsbereichs Staatlichkeit im Wandel quasi initiiert wurde. Und da habe ich mich dann beworben bei Herrn Obinger im Projekt zur Privatisierung. Ich habe nie so konkrete Erwartungen, welche beruflichen Schritte ich machen werde. Ich lasse mich eigentlich mehr von meiner Neugierde treiben, hatte da eben einfach erst das konkrete Ziel zu promovieren. Ich habe zu der Zeit nicht die Erwartung gehabt, in der Wissenschaft zu bleiben oder beziehungsweise keine wissenschaftliche Karriere vor Augen gehabt. Ich habe einfach immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und mich davon einfach leiten lassen. Und so hat sich jeder nächste Schritt einfach dann schon ergeben, weil dann wieder Optionen, Projekte, interessante Dinge da waren, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ja, 2017 war schon bislang ein turbulentes Jahr. 2017 habe ich meine Professur bekommen, mit der ich jetzt tatsächlich sehr glücklich bin, weil sie einfach mich institutionell verankert und ich einfach dementsprechend Sachen verändern kann, die in einer anderen Position nicht möglich wären. 2017 habe ich einen ERC Starting Grant zugesprochen bekommen, was mir die Möglichkeit wiederum eröffnet, ein Projekt, was mir sehr wichtig ist, umzusetzen. Also einfach Dinge anzugehen, jetzt konkret eben ein Projekt zu Kolonialismus und Sozialpolitik, was mir sehr am Herzen liegt. Und 2017 wird vielleicht auch das Jahr sein, wo wir einen Sonderforschungsbereich neu bekommen werden. Zumindest sind wir sehr gut bewertet. Also 2017 ist schon ein sehr, sehr turbulentes Jahr gewesen.